Heute nehme ich dich hautnah mit auf ein Shooting am Reschensee. Mit dabei ist auch Stefan Müller. Hallo! Kennst du wahrscheinlich und wir möchten dir mal zeigen, was so behind the scenes abgeht. Jetzt müsst ihr halt schnell fahren, weil er hat jetzt keine Luft mehr. Er kann jetzt genau noch 10 Sekunden. Ja. Gestartet haben wir dieses Shooting hier in Reschen am See mit einem Frühstück im Aktivhotel Edelweiss. Das ist ein Hotel, das ich dir empfehlen will. Das hat eine sehr, sehr gute Küche und ist eigentlich das Top-Bike-Hotel, wie man sich so wünscht. Es gibt einen irrsinnig guten Fahrradkeller, es gibt eine Sauna, es gibt eine Panoramaterrasse, es gibt einen Whirlpool am Dach, es gibt einen Swimmingpool. Also wirklich, wirklich schön und das Ganze mit Ausblick auf den Reschensee. Ja, danach sind wir hoch und los. Roxy hat uns begleitet am ersten Tag des Shootings. Ich hatte sie auch schon mal begleitet bei einem Shooting mit Lapierre Bikes. Da findest du ein Video auf ihrem Patreon-Kanal. Wenn es dich interessiert, schau mal unten in der Videobeschreibung. Und sie war so lieb und hat mich begleitet bei meinem Shooting mit BH Bikes. Und was sie erlebt haben, das erfährst du jetzt. Dann machen wir noch einen Deck und dann auch noch mit der Kamera, wo ich einmal zulaufe. Wir sind hier übrigens auf den 3 Länder Enduro Trails unterwegs, und zwar auf dem Pitts Trail und dem Schöneben Trail. Das Shooting ist aus 2 Gründen hier im Reschensee. Erstens, BH Bikes hat hier ein Partnerhotel mit Leihbikes, eben das Aktivhotel Edelweiss. Und zweitens, die Trails hier im Reschenpass sind so vielfältig, dass wir alle Schwierigkeitsgrade abfilmen konnten und natürlich auch Content für Gravel und Roadbike. Mega heftig finde ich immer, was da an Equipment am Start ist und was das kostet und vor allem wie komplex das teilweise ist, das zu bedienen. Wir wissen das selber, wir haben auch relativ viel Equipment, um eben schöne Videos für dich zu machen, aber was die Jungs haben, ist natürlich ein ganz anderes Level und wie viel das ist, wie viel man da immer mitschleppen muss, also auch körperlich eine extrem anstrengende Arbeit. Und deswegen wollte ich es einfach mal mit dir teilen, weil ich das immer mega interessant finde und vor ein paar Jahren wusste ich das alles noch nicht und jetzt, wo ich so hautnah dabei bin, finde ich es einfach auch super cool und habe gedacht, wahrscheinlich interessiert es dich auch. Gefilmt wird das Projekt von Raw Life Films und Thomas Strummel. Super coole Typen. Und wie läuft so ein Shooting ab? Naja, die Filmer, die schauen bereits am Vortag und ganz oft dann auch noch abends oder morgens, bevor es losgeht, sich die ganzen Spots an und bauen die Kameras auf. Weil da steckt so viel Arbeit dahinter und mega, mega, mega viel Equipment. Was ich damals bei meinem Shooting mit Lapierre Bikes und auch bei diesem Shooting wirklich bemerkenswert fand, ist, wie genial sich die Shooter, also die Filmer, auf so einen Dreh vorbereiten. Es ist so viel Equipment, das alles geladen werden muss, vorbereitet werden muss, so viele Shotlists, die wirklich sitzen müssen. Und wir als Fahrer haben es dann wirklich einfach, wenn ein Filmer gut vorbereitet ist. Ich möchte dir auch die Filmer vorstellen und zwar möchte ich von Ihnen wissen, was so die größte Herausforderung ist. Die größte Herausforderung, ja, ist sicherlich das Equipment auf den Berg zu bringen. Also wir haben richtig viel Equipment, so sicher 5, 6 Rucksäcke. Auch eine Cablecam ist im Einsatz, also die Spannung von der Cablecam und ja, und der Timetable natürlich, weil wir sind immer auf Druck und das müssen wir halt natürlich ein paar Stunden runterkriegen. Das Wetter, sehr viele Faktoren, oder? Da muss man sehr flexibel bleiben. Also da gibt es halt Schwierigkeiten mit der Technik, Schwierigkeiten mit dem Equipment und Schwierigkeiten mit Wolken vor der Sonne zum Beispiel, Licht-Schattenwechsel und so weiter. Drohne ist immer ein Thema, Drohne mit Bäumen, das vertragt sich nicht so. Von dem her kommen immer spannende Sachen raus. Man muss einfach flexibel bleiben. Ja. Also ich habe gerade mal die Filmer gefragt, was das Equipment wert ist. Und die haben gesagt, ihr ganzes Equipment, Kameras, Objektive, da hinten ist schon Action, Objektive, Drohne, Cablecam, das ist über 30.000 Euro wert. Das heißt, für alle, die mal eine Idee haben, sie wollen ein Video produzieren lassen, bezahlt die Leute ordentlich, denn die haben sehr, sehr viel Geldeinsatz und über 30.000 Euro Equipment, das sie da einen Berg hoch und runter schleppen, ist schon ordentlich. Totale Herausforderung für mich ist es, immer wieder kalt zu starten. Das heißt, man hat hier bei diesen Shootings natürlich ganz viel Standzeit. Wir haben heute richtig Glück mit dem Wetter, also es ist nicht zu kalt, wir haben keinen Regen, wir haben Sonnenschein. Aber du startest natürlich immer kalt rein und musst natürlich dann abliefern. Und das ist anfangs natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Und vor allem für mich, ich wohne auf Meeresniveau und wir sind hier auf über 1600 Meter Höhe. Da merke ich auch die Höhe. Die größte Herausforderung ganz klar mit meinen deutschen Kollegen am Trail. Na, Spaß beiseite. Gibt es nicht bei so einem schönen Tag mit so coolen Leuten. Gibt es eigentlich keine Herausforderungen, sondern nur Spaß beim Radlfahren. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Den haben wir. Bam.
ja, lass mal schauen, was die nächsten Tage noch so bringen. Mit meinen deutschen Kollegen. Ja? Mit meinen deutschen Kollegen. Der Österreicher wird mal ausgegrenzt. Kärntner, weißt du? So, hier sind die richtigen Wettkämpfe. Wer trifft den Baumstamm? Ah, du fuck, nur abgeraten. Scheiß mir un. So eine Scheiße. Die wichtigen Dinge des Lebens. Da bin ich einmal in einer Flachau auf Urlaub gewesen, da bin ich Skipiste noch getindert, dann ist das Rüden gekommen, hat es bis auf die Goschen gehauen. Jetzt auf Hochdeutsch. Da bin ich mal hinuntergefahren in der Flachau über die Skipiste und dann ist eine Rille gekommen für das Wasser. Und dann bin ich rein und das hat mich total auf mein Maul gehauen. Heute Sprachkurs für Stefan Müller. Kärntner Hochdeutsch. Wir üben noch. Was total schön ist, wenn du mit Profis zusammenarbeitest, die haben einfach jeden Shot im Kasten. Das heißt, du musst nichts 10-mal machen, weil der Filmer irgendwie das auf die Reihe kriegt. Die sind richtig, richtig gut. Das heißt, für uns war es wirklich so, dass eher wir die Fehler gemacht haben, aber die Filmer haben wirklich alles super auf dem ersten oder zweiten Take hinbekommen. Das war wirklich toll. Ich merke selber vom Filmen, ich weiß, was da dahinter steckt, ganz viel Übung und auf einmal Erfahrung. Und das sind wahre Profis, da kann ich mir selber viel abschauen. Ich habe mich jetzt gerade von der Gruppe verabschiedet und bringe ein bisschen des Equipments runter. Im Hotel angekommen habe ich mich als erstes um die Feedbacks gekümmert, also um persönliches Feedback für all die, die auf Roxy Bike Online gerade mit uns zusammenarbeiten. Und es war total spannend für mich, wirklich mal aus einer anderen Perspektive dabei zu sein. Bisher war ich immer als Fahrer dabei und jetzt da Bernie zu beobachten und die Biker zu beobachten und vor allem die Filmer zu beobachten, das war richtig spannend. Heute letzter Tag vom Shooting, es ist 7:30 Uhr, jetzt geht es hoch am Berg, beziehungsweise wir werden geshuttelt mit dem Pickup. Bergbahnen haben noch nicht auf. Und es ist eine Cable-Cam im Wald vorbereitet, die haben die Filmer die Tage schon aufgehängt. Und heute ist es soweit, das Licht passt und wir werden die benutzen und da zeige ich dann später, wie das aussieht. So, am Berg angekommen, Cable-Cam wird gerade vorbereitet. Also Tomasz, einer der Filmer, baut gerade das Setup fertig auf und die Cable-Cam wird 100 Meter lang. Was ist eine Cable-Cam? Eine Cable-Cam ist eine Kamera, die auf einem Seil läuft. Da ist ein Schlitten drauf, den kann man mit einer Fernbedienung steuern und die wird 100 Meter lang. Das heißt, die geht von irgendwo da oben bis hier hinten, wo die Leute stehen, da sieht man es. Und wir werden drunter durchfahren. Das heißt, es ist jetzt ein sehr flowiger Trail mit sehr vielen Steilkurven. Und werden wir schauen, wie das dann so ausschaut. Also das ist eine richtig coole Sache, wenn man so nah an die Bäume vorbeifliegen kann. Eine Drohne wird das gar nicht schaffen, weil die den Bäumen ja nicht ausweichen kann, beziehungsweise begrenzt ausweichen kann. Und wenn man das gut aufbaut, dann hat man hier wirklich eine Möglichkeit, auch schnell die Kamera durch den Wald fliegen zu lassen. Und das ist schon was wirklich ganz, ganz Tolles und Außergewöhnliches. Und dann schauen wir mal, wie das so abläuft. Also ich verbinde mich da eben mit dem Ronin, mit dem Raven-Eye. Das geht dann über WLAN. Das geht relativ gut. Raven-Eye nennt sich das Ding. Damit stellen wir die Verbindung zur Kamera her. Und dann habe ich das Bild von der Kamera am Display. Plus dann kann ich da noch Mobile einschalten und wenn ich das Handy schwenke, schwenkt sich der Gimbal. Sprich, damit steuere ich das Bild, die Position vom Bild. Hier im Hintergrund siehst du das, da werden gerade noch die Bikes präpariert. Man kriegt immer hinten ein Mikrofon drauf, dass man auch den Sound wirklich vom Bike aufnehmen kann. Das ist dann über einen Transmitter, wird das dann gesendet an die Kamera. Und dann hat man wirklich auch richtig coolen Sound und hat das Abrollgeräusch hier auf dem Waldboden. Und ja, ist schon wirklich irrsinniger Aufwand, um eben dann diese tollen Aufnahmen zu kriegen. Und das unterschätzt man, wenn man da zuschaut, weiß man oft gar nicht, was da dahinter steckt und wie viele Leute da involviert sind. Vor allem diese Cable-Cam zu spannen, dieses Seil 100 Meter zu spannen, da braucht man schon viel Einsatz. Du musst auf die Bäume hochkommen, dann musst du das nachspannen, weil du das über die Zeit setzt. Die Kamera ist ja auch schwer und es darf nicht zu stark durchhängen, sonst funktioniert das nicht, dass der Schlitten drauf fährt. Das heißt, da muss man einiges beachten und da ist schon eine riesen Arbeit im Hintergrund, die man für die Aufnahmen macht. Und jetzt Schrott. Ja. Das ist groß sein. Ja, wie gut. Stefan, hoffen wir mal, dass die Kamera gut befestigen, nicht, dass es am Schädel fällt. He? Ich sag der ja genau. Ja, so schaut's aus.
Ja, und jetzt haben wir da noch eine Schnur befestigt, als Redundanz, falls wirklich was sein sollte mit der Festmachung da, dass die Kamera nicht am Boden landet, weil da gehen doch ein paar tausend Euro flöten. Schaut zwar ein bisschen Freestyle aus, aber es haltet. Jetzt suchen wir WLAN. Das heißt, Tomasz steuert die Kamera, Thomas steuert den Schlitten. Geht. Schau, da kann man einen Trail filmen. Kommt da ein Mountainbiker aber. Das Ding kommt jetzt. Wir müssen halt in die Mieten von allein, weil da kriege ich ein paar Nackler zusammen. Ja, ich schau, da kommen wir vorbei. Maximal oben beim kleinen Ost. Ja. So, runterfahren, hochschieben. Immer wieder. Aber es lohnt sich, ihr werdet sehen. So, 2 Stunden später, zur letzte Abfahrt. Jetzt werden ein paar Close-Ups geschossen und ich bin, wie du hörst, ziemlich aus der Puste, aber alles geklappt. Richtig gut. Und du machst happy? Voll. So, das war's. Equipment einpacken, dann alles nur zu den Autos bringen, runterfahren und dann geht's für die Jungs vom Computer. Die können dann nur alles schneiden. Also die richtige Arbeit für die Filmer und Editor, die kommt natürlich jetzt. Und wir überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Aber ich glaube, wir haben schon eine Idee. Ja, und was bei diesem Videodreh rausgekommen ist, das findest du bald heraus, wenn du unten in der Videobeschreibung schaust. 2 kleine Edits sind schon mal rausgekommen, so eine Preview sozusagen, die kannst du schon mal anschauen. Ansonsten würde ich mir empfehlen, in ein paar Tagen oder Wochen nochmal reinzuschauen. Wir werden die Videobeschreibung aktualisieren und auch natürlich den gepinnten Kommentar. Und da findest du dann heraus, was aus diesen Aufnahmen geworden ist. Wir hoffen, es hat dir gefallen, mal einen Blick hinter die Kulissen, hinter so eine Drehs zu schauen, und uns würde interessieren, ob dir dieses Video gefallen hat. Wir würden uns freuen, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Wir senden dir ganz liebe Grüße aus Reschen am See und sagen ciao, bis zum nächsten Mal.